first time that I came, I was used to practicing all month long. The track was cold, and you know, the track looks cold and gray. The stands are all gray in color, and it gives a dark appearance to the track. And then race day comes, and you show up, and there's 500,000 people in the stands, and there's all these colors of the T-shirts and hats. I've talked to several different Europeans that, you know, they know of the Indianapolis 500 from a boy, you know, and then they grow up and they go on to win world championships in F1, but they always know what the Indy 500 is. It's a very tough race. It doesn't look so tough on TV, but it's one of the most tense mentally to do. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mode lawn. I've been having a sweet dream. 500 Meilen von Indianapolis. Natürlich gibt es auch ein ganz richtiges, ganz ernsthaftes Rennen. Aber es ist auf kostbare Weise verpackt unter vielen Schichten Amerikas. Und jeder Einzelne, der dabei ist, mag es auf seine ganz persönliche Art erleben. Als Millionen-Dollar-Oper, als amerikanisches Sittenbild, als Gesamtkunstwerk. So inszeniert sich Amerika. Die Spurensuche nach der Herkunft des Besonderen führt indes zu keinen Geheimnissen, sondern zu den simplen Rezepten des Erfolgs. It is the oldest race in the world. It is the most prestigious race. Es ist das älteste Rennen der Welt. Es ist das ruhmreichste. Und für den, der gewinnt, gibt es das meiste Geld. Und es ist deswegen das höchst angesehene und das mit dem meisten Geld, weil es das älteste Rennen ist. So prestigious is because it's the oldest. In der Hall of Fame pflegt Indy seine Helden und Legenden. Die Geschichte geht aufs Jahr 1909 zurück und zur heute noch populären Bezeichnung Brickyard, also Ziegelhof, weil der Streckenbelag aus 3.250.000 Ziegeln bestand, die inzwischen gegen eine modernere Art von Oberfläche ausgetauscht wurden. Mercedes ist zwar im Museum recht attraktiv vertreten, hat aber die letzten 71 Jahre beim Rennen gefehlt, sodass auch die Erinnerung an den Sieg von Ralf de Palma auf Benz vor 79 Jahren schon etwas verblasst. Und es ist irgendwie Zeit für einen neuen Anlauf. Indy ist groß und mächtig genug, seine eigenen Spielregeln zu haben, auch für Motorkonzepte. Nach einer Idee von Roger Penske entwickelten die Spezialisten Mario Illian und Paul Morgan für Mercedes einen 3,6 Liter Turbomotor, dessen Höchstleistung man sich leicht merken konnte: 1000 PS. Das Team von Roger Penske, die erfolgreichste und cleverste Truppe, war schon als Mercedes-Partner für die ganze IndyCar-Rennserie 1995 festgestanden. Gemeinsam entschloss man sich nun zu diesem vorverlegten Start mit fliegenden Fahnen. Ich hatte das Gefühl, es würde eine starke Ansage in den USA sein, wenn wir nicht erst 1995, sondern schon 1994 mit einem Weltklasse-Motor in Indianapolis antreten würden. Es wurde mit Ja entschieden, und zwar ohne Vorbehalte. Alle 3 Autos des Teams sollten mit Mercedes-Benz-Motor starten. So ergab sich eine starke beiderseitige Verpflichtung, eine echte Partnerschaft. Für uns ist damit auf der professionellen Seite natürlich ein überzeugender Eindruck gelungen,
hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, die auf der Motorenseite gegeben ist. Innerhalb ganz kurzer Zeit wurde ein Siegermotor vorgestellt und der hat auf überzeugende Art und Weise sich durchgesetzt, sodass auch von dieser Seite her die mutige Entscheidung, die ursprünglich hier zu treffen war, und sie war sehr mutig, dass die dadurch bestätigt wurde und dadurch zu einem wirklich durchgreifenden Erfolg gemacht wurde. Und das gibt uns eine gute Basis für die Pläne, die wir jetzt im weiteren Verlauf und für die kommenden Jahre haben. Die Maschine wurde in besonders kurzer Zeit entwickelt. Wir begannen damit Mitte Juli 1993 und 26 Wochen später lief sie schon auf dem Prüfstand. Das war ein sehr intensives Programm, bei dem Konstrukteure und Hersteller aufs Engste zusammenarbeiteten. Al Unser Jr., Emerson Fittipaldi und Paul Tracy sind die Fahrer, die das neue Auto während der 3-wöchigen Trainingszeit fein abstimmen. Das lange Training ist einzigartig auf der Welt und Teil der unvergleichlichen Indie-Dramaturgie, des Spannungsaufbaus. Es scheint simpel zu sein, 4 gleichartige Kurven in die Reihe zu kriegen, aber das ist bloß die große Täuschung der Ahnungslosen. Der Tross der Teams mitsamt den Fahrern verbringt jeden Tag von morgen bis abends an der Strecke. Man lebt im Oval in Motorhomes, hat die Family dabei. Auch einer wie Fittipaldi, der den ganzen Zauber nach dieser Karriere und seinem Vorjahrs-Indie-Sieg ja wirklich schon kennen sollte. Emerson Fittipaldi, den sie in Amerika Emmo nennen, versucht uns zu erklären, was das Indie-Fahren in seiner letzten Konsequenz so schwierig macht. 4 exactly the same corners. It looks very easy. Es sind immer die gleichen Kurven und alles sieht sehr einfach aus. Aber wenn du da draußen bist und auf der Geraden zwischen Turn 1 und 2 einen Rückenwind von, sagen wir, 20 Kilometer pro Stunde hast, wird das Auto untersteuern. Man wird einen starken Druck auf die Frontpartie des Autos spüren. Und wenn du dich Turn 3 und 4 näherst, gegen den Wind, wird sich das Auto instabil anfühlen, als ob du es gleich verlieren würdest. Und wenn es nur eine kleine Wolke gibt, die die Sonne verdeckt, wird sich deine Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb von 2 oder 3 Minuten um rund 5 Stundenkilometer erhöhen. Bloß wegen des bisschen Schattens auf der Strecke. Und eines der schwierigsten Dinge hier am Renntag ist der Verkehr auf der Strecke. Mit dem Mercedes-Motor erreichen wir rund 400 km/h Topspeed. Und wenn du da 4 Autos hinterdrein fährst, kriegst du ganz gewaltige Turbulenzen, verlierst den Antrieb deiner Flügel. Aber du musst trotzdem optimal schnell durch die Kurve, um gleich nach der Kurve überholen zu können. Oh, das gibt eine Menge Arbeit. Du musst ein Gefühl dafür haben, was das Auto tun wird, bevor es das wirklich tut. Das ist ein ganzer Spielraum. Auf diesem schmalen Grat bewegst du dich in Indianapolis. Before it does it, and that's your limit. And the limit in Indianapolis, the edge that we drive is very, very narrow edge. Am zweiten Wochenende ist Pole Day. Es kommen bereits 200.000 Menschen. Gracias, gracias, gracias. Buena suerte, gana la carrera otra vez. Me está rezando porque ahí. In der Inszenierung der Aufführung Indy hat dieser Tag eine tragende Rolle. Es herrscht bereits das volle Theater. Die sportlichen Regeln sind indes schlank und nüchtern. Nur an diesem einzigen Tag, in einer einzigen Session, entscheidet sich die erste Startreihe. Alles andere bleibt noch in Bewegung innerhalb des ziemlich komplizierten Qualifikationsprogramms von Indy. Es gibt eine Aufwärmrunde und dann gilt es. 4 Runden mit vollem Hammer. Gewertet wird die Gesamtzeit bzw. der sich daraus ergebende Schnitt. Denn diese Zahl ist plastischer für die Vorstellungen der Menschen. Nach dem Stand der Dinge ist ein Mercedes für Startreihe 1 qualifiziert. Das ist Emerson Fittipaldi. Nun aber wird Al Unser Jr. von der routiniert coolen Stimme des Plattsprechers rund um den Kurs begleitet.
225.722 miles an hour. First time around, former champion Alonso Jr. Let's see what that new chassis, that new engine does for him. Oh wow, over 228 miles an hour. Incredible. 39.413 on the time, 228.351 miles an hour. He has a 227 average. Another one like that could put him on the pole for the moment. And it's faster. Und Al Unser Jr. schafft Pole Position. Mehr als 228 Stundenmeilen. Das sind 367 Stundenkilometer Schnitt über 4 Runden. Schnitt 367 km/h. Das Vorspiel ist gelaufen. Und das unvergleichliche Wochenende von Indy kann sich aufbauen zu seiner Höchstform. Nicht umsonst hat sich Indy den Begriff Greatest Spectacle in Racing als offizielles Warenzeichen eintragen lassen. Außer am Unabhängigkeitstag gibt es keine größere Parade in den Vereinigten Staaten als The Parade on Indianapolis Race Weekend. 200 Formationen marschieren auf. Es ist Platz für alle Facetten und Fantasien. Und wer hier nicht dabei ist, versinkt in gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit. Und wenn's zur Sache geht, zeigt auch das obere Management Geschlossenheit und folgt der Idee wie ein Mann. Eine Parade voller Stolz, Ironie und Vielfalt. Hier poliert sich Amerika auf Hochglanz. Er heißt Peter. Er war schon 5-mal in Indy. Den Rest seines Haarschnitts kriegt er nächste Woche. I'll give him the rest of his haircut next week. One dream, one soul, one Aus vielen kleinen Flocken wird eine 500.000 Zuschauer. Sie sind liebenswert und wohlerzogen, adrett gekleidet und geschmackvoll motorisiert. Sie lieben das Schöne und haben einen feinen Sinn für Humor. Und ohne viel Aufhebens schaffen sie das Steile und das Schräge, sodass die Zuschauer einander zuschauen und sich somit selber zum Kunstwerk machen. Get your motor running. Head out on the highway. Skip the lights, fandango. Race Day. Um 5 Uhr früh öffnet das Riesenareal seine Pforten. Und immer erlangt irgendeiner die Ehre, als Erster rein zu dürfen. Indy pflegt seine Rituale, die kleinen wie die großen. Und zu denen gehört die Abfolge der musikalischen Darbietung, der Spannungsaufbau. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viel zeremoniell für ein Publikum in T-Shirts. Warm the hearts of the hundreds of thousands of us gathered to watch this spectacle.
Und wie jede Region Amerikas ihr heiligmäßiges Lied hat, so liebt der Bundesstaat, dessen Hauptstadt Indianapolis ist, seine Hymne Back Home Again in Indiana. Indianerherz, was willst du mehr? Und jetzt warten alle wieder auf den Besuch der alten Dame. Sie ist die Witwe des Rennbahnbesitzers. Und sie wird sagen: Ladies and gentlemen, start your engines. Das Feld geht in die Aufwärmrunde. 2 Penske Mercedes in der ersten Startreihe. Al Unser Jr. und Emerson Fittipaldi. Paul Tracy wird aus der 9. Reihe nachstoßen. Die Gegner haben wunderbare Namen, wie Andretti, sogar 3-mal, Nigel Mansell, Eddie Cheever, Arie Luyendyk, Jacques Villeneuve, Raoul Boesel, Bobby Rahal. 33 Wagen am Start, 500 Meilen. Das bedeutet 200 Runden. Ungefähr 3,5 Stunden Renndauer. Je nach der Dauer der Gelbphasen. Und jeder Fahrer rechnet mit 7 bis 8 Boxenstops. Grüne Ampel. The race is on. Sofort setzen sich die beiden Penske vom Feld ab. Fittipaldi und Unser, eine ganz ungewöhnliche Situation für die Anfangsphase eines Indie-Rennens, eine rasche Bestätigung fürs richtige Konzept, den richtigen Motor. Der Stratege, cool, ganz cool, Roger Penske. Keine Kamera ist in der Lage, wirklich zu vermitteln, wie das ist, mit annähernd 400 Stundenkilometer an der Mauer entlang zu schmirgeln. Kleine Fahrfehler führen trotz der haarsträubenden Speed nicht unbedingt zu Riesenunfällen. Das hängt mit dem spitzen Berührungswinkel, der stabilen Bauart der Wagen und einer besonders gutmütigen Auflösung der Fliehkraft zusammen, wie sie wohl zu den Besonderheiten der amerikanischen Nudeltöpfe gehört. Im Szenario des Rennens nehmen die Boxenstopps eine wesentliche Rolle ein. Sie brechen den Rhythmus des Vollgashämmerns und bauen wieder neue Spannung auf. Obwohl die Stopps für Reifenwechsel und Nachtanken bloß 15 Sekunden dauern, ist die rasche Entscheidung, den Fahrer im richtigen Moment reinzuholen, von großer taktischer Bedeutung. Die Boxenstrategie des Mercedes-Teams steht unter der genialen Regie von Roger Penske, der 3 Stunden lang wie ein sprungbereiter Tiger auf der Boxenmauer lauert. Kurz nach dem ersten Drittel des Rennens, in der 73. Runde, haben die beiden Penske Mercedes das gesamte Feld überrundet. So etwas hat es noch nie gegeben. Es ist eine ganz eigene Art des Rennfahrens. Allein diese drohende Mauer, die sich in den Augen des Fahrers strahlend weiß vom Dunkel des Bahnbelags abhebt. Wenn der Fahrer den Schatten seiner Räder auf der Mauer sieht, weiß er, dass er hübsch dran ist, wie es sich gehört. Da die Kurven so aberwitzig schnell sind, sind alle Bewegungen des Fahrers ganz subtil. Während des ganzen Rennens sollte es keine einzige heftige Lenkbewegung geben. Und wenn einer wirklich am Lenkrad rudert, dann nur, wenn er schon in Schwierigkeiten ist.
Etwa zur Mitte des Rennens tritt eine der großen Legenden des amerikanischen Rennsports für immer ab. Schon 25 Jahre liegt sein einziger Indy-Sieg zurück. Vergeblich hatte Mario Andretti auf eine Wiederholung gehofft. Auch andere Größen wie Paul Tracy und Nigel Mansell müssen das Handtuch werfen. Der höchst bemerkenswerte Rookie Jacques Villeneuve wird zum nächstliegenden Gegner der beiden führenden Penske-Piloten. Positionskämpfe bei Tempo 380. Welch ein Feeling muss das sein? Es gibt nur eine Ideallinie und sie nennen sie The Groove. Und der Nebenmann wird sie erst freigeben, wenn du das Gas einen Herzschlag länger stehen lässt. Dennoch, es lebe die Kunst. So viel Zeit muss sein. Michael Nyman ist sozusagen der führende Boxenmaler von Indianapolis. Jeder Reifen wird auf seinen Umfang gemessen. Die größeren kommen immer auf die rechte Seite. Das haben wir schon in der Physikstunde gelernt, als wir das Linksherumfahren durchgenommen haben. Zweites Drittel der Distanz. Leichte Unruhe in der Penske-Box, obwohl alles so wunderbar läuft. Immer wieder der Blick zum Anzeigeturm, denn die Turns 1, 2 und 3 sind von hier nicht einsehbar. Als ob man auf eine Nachricht wartete. Unglaublich. In Runde 185 touchiert der mit fast einer Runde führende Fittipaldi die Mauer. Diese winzige Kleinigkeit, von der er vorhin geredet hatte, war gerade ihm, einem der souveränsten und erfahrensten Piloten, passiert. Eine winzige Unkonzentriertheit in den Luftturbulenzen im Sog des Vordermanns. Somit wird aus dem Doppelsieg einfach ein Sieg. Ein wunderbarer Sieg. Al Unser Jr. auf Penske Mercedes gewinnt Indy um $2,8 Millionen. Welch fantastischer Abschluss dieses Projekts, das da hieß: Wir bauen im Winter einen Motor und fahren damit nach Indianapolis. Und wie es begonnen hat, so endet Indy. Mit einem Ritual. Der Sieger bekommt niemals Champagner, sondern Milch. Und es bleibt im Dunkel der langen Geschichte, ob dies eine der wunderbaren amerikanischen Traditionen ist oder ob eine Molkerei den netten Nachmittag sponsert.